Was gibt es Schöneres, als auf dem Wasser unterwegs zu sein? Einfach runterkommen. Entspannung pur. Eisekalt war's, aber herrlich. Los geht's zu einer erstaunlichen Wassertour quer durch Deutschland. Vorbei an Weltkulturstätten. Drauf aufs Wasser und durch! Wir erleben atemberaubende Natur. Und treffen wasserbegeisterte Menschen. An über 20 Flüssen und Seen sind wir unterwegs. Und im Wattenmeer. Es ist eine Reise von Ost nach West. Sie beginnt im unteren Odertal, ganz im Nordosten Brandenburgs, zwischen Garz und Mescherin. Hier ist es einsam und der Himmel weit. Das untere Odertal ist Grenzland und mit der polnischen Seite in einem länderübergreifenden Schutzgebiet verbunden. Im Sommer sind hier die Vollmondnächte traumhaft schön. Wir sind in Garz mit Landschaftsführerin Frauke Bennett verabredet zu einer Kanutour bei Vollmond. So wird die Tour heute sein. Und wir machen eine Rundtour. Wir kommen also nachher wieder hier raus. Kurz vor Sonnenuntergang geht's auf die Oder, die bei Garz in Ost- und Westoder geteilt ist. Dort liegt das Zwischenoderland. Eingangstor ist diese alte Schleuse, die seit Kriegsende nicht mehr in Betrieb ist. Wir haben die Mitte des Flusses überquert und sind jetzt im polnischen Landschaftsschutzpark Unteres Odertal. Diese ganze Fläche, in der wir jetzt unterwegs sind, die ist über 60 Kilometer lang und 2 bis 5 Kilometer breit. Und Schilf wächst jedes Jahr bis 4 Meter in die Höhe und nimmt sich alles, was es an Nährstoffen zum Wachsen braucht, aus dem Gewässer. Ein bisschen wie im Dschungel hier. Fehlt nur noch das Flusspferd. Stattdessen gibt es Biber und nicht zu knapp. Wenn es dunkel wird, werden die Geräusche lauter. Blaue Stunde im Zwischenoderland. Und dann geht's in die Vollmondnacht. Das ist so eine Erfahrung von Natur pur, wenn wir hier unterwegs sind bei Mondlicht. Es riecht ein bisschen nach Sumpfgas. Ja, man hört einfach jetzt überall die Geräusche. Das sind die Graugänse. Frösche im Hintergrund. Eine Eule ist zu hören. Und sonst ist Stille. Was für eine Kanufahrt. Für alle ein unvergessliches Erlebnis. Wir reisen noch etwas weiter nach Osten, an die Lausitzer Neiße in Sachsen. Es geht auf Schlauchboottour von Görlitz nach Bad Muskau. Start ist in Görlitz, der östlichsten Stadt Deutschlands. Die Neiße ist Grenzfluss. Auf der gegenüberliegenden Seite ist Zgorzelec, Polen. Bevor es aufs Wasser geht, lohnt ein Stadtgang. Die alten Häuser der Görlitzer Kaufleute blieben vom Krieg verschont. Das lockte schon zu DDR-Zeiten Filmcrews in die Stadt. Heute dreht hier Hollywood mit Quentin Tarantino oder George Clooney. Im ehemaligen Jugendstil-Kaufhaus treffen wir Kerstin Gosewich vom Filmbüro Görlitz. Hier entstand der Kultfilm Grand Budapest Hotel.
Man hat dieses, was heute hier lichtdurchflutet wieder ist, zugebaut zugunsten einer Situation, dass man eine Hotelatmosphäre einfach schaffen wollte. Dass man also quasi hier das Foyer im Inneren hat, den offenen Raum. Und an den Seiten wurde es zugebaut, um Raumszenen, also Spielszenen mit einzubauen, Zimmersituationen zu schaffen, was es ja so gar nicht gibt in dem Haus hier. Wir verlassen Girliewood und paddeln stromabwärts auf der Lausitzer Neiße. Erst seit dem EU-Beitritt Polens 2004 dürfen Wassersportler uneingeschränkt auf dem Grenzfluss unterwegs sein. Wir erreichen die Kulturinsel Einsiedel und tauchen ein in die Welt der Turisede. Ein Volk, das hier in Stelzenhäusern gewohnt haben soll. Verbrieft ist das nicht. Das sind künstlerische Nachbauten, die zum Übernachten einladen. Sie heißen Bodelmutzens Geisterhaus oder Modelpfutzens Wipfelgipfel. Diese Erlebniswelt ist das Lebenswerk von Holzgestalter Jürgen Bergmann. Naja, die Turiseder, die haben bis vor 1000 Jahren hier in der Region gelebt und haben nur wenige Spuren hinterlassen. Wir wissen, aber was wir über die wissen, ist ziemlich geil. Ne? Also wir wissen zum Beispiel, dass die hauptsächlich auf Bäumen gewohnt haben, auch wegen den Hochwassern der Neiße. Dass sie ein anderes Verhältnis zu Tieren hatten und dann überhaupt, haben sich von der Umwelt ernährt. Es gab keine kriegerischen Auseinandersetzungen, das haben die spielerisch gelöst. Einen Tag leben wie ein Turisede. Mehr als 100.000 Menschen besuchen jedes Jahr diesen Freizeitpark in den Neiße-Auen. Wir wollen weiter auf der Lausitzer Neiße und erreichen den Fürst-Pückler-Park in Bad Muskau. Europas größter Landschaftspark im englischen Stil und seit 2004 Weltkulturerbe. Der Geist von Hermann Fürst Pückler ist allgegenwärtig. Der Altmeister der deutschen Gartenkunst schuf diesen Park Anfang des 19. Jahrhunderts. Im 830 Hektar großen Gelände wird immer geackert. Kopf nach unten, Arsch nach oben, war. Ich sage, du, mir macht's Spaß. Die Erdbeerfarbe des Schlosses kommt angeblich vom Pückler-Eis. Das halbgefrorene Sahneeis ist eine regionale Spezialität und wurde nach Fürst Pückler benannt. Erfunden hatte er es nicht. Für Naschkatzen ein Muss. Wir bleiben in der Lausitz und starten zu einer Tour auf dem Senftenberger See. Ein Tagebausee im Lausitzer Seenland. Ausgangspunkt ist der Stadthafen von Senftenberg. Im Sommer sind hier alle Liegeplätze belegt. Hafenmeisterin Ulrike Herrmann schaut regelmäßig nach dem Rechten. Sie arbeitet dort, wo andere Urlaub machen. Die Seebrücke ist ihr Lieblingsplatz. Der Blick auf den See, einfach traumhaft. Ich merke das jeden Tag, wenn ich im Prinzip mit meinem Fahrrad hier reinfahre, aus der Stadt komme. Das ist wie so eine kleine andere Welt. Und deswegen, das ist das Besondere hier am Stadthafen in Senftenberg. Los geht's zu einer Seentour im Lausitzer Seenland. Der Senftenberger See war der erste Tagebausee der Region. 2023 feierte er seinen 50. Geburtstag. Ein Freizeit- und Naturparadies, dem viele Tagebauseen in der Lausitz folgten. Zum Teil durch Kanäle verbunden, so dass eine Tour von See zu See möglich ist. Vor über einem halben Jahrhundert sah es hier noch so aus. Braunkohleförderung im Tagebau. Dann kam der See. Am 1. Juni 1973 war Einweihung. Seitdem kommen jedes Jahr tausende Menschen hierher, um sich zu erholen. Wir erholen uns auch und wollen von See zu See fahren. Der Koschener Kanal verbindet den Senftenberger See mit dem Geierswalder See. Der Kanal geht unter dem Flussbett der Schwarzen Elster hindurch. Kopf einziehen. Wir wechseln das Bundesland von Brandenburg nach Sachsen. Wir haben ja zum Glück jetzt schon 3 Seen im Verbund von 10 insgesamt.
Und ich habe große Hoffnung, dass 2026 dann noch 2 Seen im brandenburgischen Bereich hinzukommen. Und wir sind schon alle ganz gespannt, wie das sich so entwickeln wird. Wir auch. Zurück im Senftenberger See geht's in die sogenannte Südsee. Die südliche Bucht ist Tauchrevier. Bunte Fische, wie in der Karibik, gibt es hier nicht. Dafür ein Schwein und eine Telefonzelle. Sie sind Teil einer abgefahrenen Unterwasserwelt, die sich die Taucher von der Tauchschule Senftenberg selbst geschaffen haben. Wir begleiten Sie noch ein bisschen in Ihrem ungewöhnlichen Tauchparcours. Wassertouren, die Sie kennen sollten. Die auf dem Senftenberger See gehört auf jeden Fall dazu. Wir sind unterwegs von Ost nach West, quer durch Deutschland. Nächste Station ist der Finowkanal. Seit über 400 Jahren verbindet er Havel und Oder, Deutschlands älteste noch schiffbare Wasserstraße. Wir starten unsere Tour kurz vor Eberswalde in Brandenburg. Ein Eisvogel fliegt voraus. Hier ist der Finowkanal naturnah. Weiter stromabwärts kommen viele Schleusen. Gebaut vor rund 150 Jahren, als auf dem Finowkanal noch 14.000 Kähne im Jahr fuhren. Heute sind hier vor allem Wassersportler unterwegs. Eberswalde. Auf keinen Fall links liegen lassen. Hier gibt es wunderbaren Spritzkuchen. Hallo. Hallo. Ich hätte gern Spritzkuchen. Das Gebäck wurde in Eberswalde erfunden. In der Bäckerei am Marktplatz rührt Bäckermeister Björn Wiese den Brandteig noch mit der Hand in der Backstube an. In Eberswalde gab es mal eine Konditorei Zietemann, die war am Marktplatz ansässig. Und Gustav Louis Zietemann war der Gründer dieser Firma. Und der hat sich 1832 in Eberswalde niedergelassen, nach Wanderjahren, wie das früher so war. Und 1842 wurde die Bahnstrecke Berlin-Stettin eröffnet und dort wurde dann der Spritzkuchen verkauft und dadurch war Eberswalde hier in der ganzen Region und deutschlandweit bekannt für Spritzkuchen. Die sehen aber wirklich köstlich aus. Zuckerguss dazu, fertig. Einfach zum Reinbeißen. Frisch gestärkt geht es vom Finowkanal in den Oder-Havel-Kanal. Hier gibt es gleich 2 Schiffshebewerke, ein altes und ein neues. Wir lassen uns im Alten schleusen. In 5 Minuten geht es 36 Meter abwärts. Wirklich ein Erlebnis. (1934) ging der Stahlkoloss in Betrieb und war damals der höchste Schiffsfahrstuhl der Welt. Wir treffen Jörg Schumacher vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Oder-Havel an diesem technischen Denkmal. Hier hängt die komplette bewegte Last dran. Das sind insgesamt Trug und Gegengewicht zusammen 8.600 Tonnen. Und diese hängen verteilt auf beiden Seiten längs an 256 Seilen. Die Seile sind das erste Mal nach 50 Jahren gewechselt worden und wir sind jetzt dabei, die Seile wieder zu wechseln, weil die dieselbe Laufzeit wie die ersten Seile hatten. Das ist ein einfacher, grober Maschinenbau, hat mein alter Chef immer gesagt. Der kann was ab und wenn man es gut in Schuss hält, dann läuft es halt. Vom Schiffshebewerk Niederfinow geht es weiter auf dem Oder-Havel-Kanal. Es sind nur noch 15 Flusskilometer bis zur Oder, wo unsere Wassertour endet. Wir kommen in die Bundeshauptstadt und besuchen den Müggelsee, den größten See Berlins.
In Friedrichshagen besteigen wir ein Saunafloß. Es war 2017 das erste in Deutschland. Mittlerweile gibt es überall solche Schwitzflöße. Sami Bill und Rebecca Lang haben finnische Saunafloßkultur nach Berlin gebracht. In Samis Heimat ist Schwitzen Volkssport. Ein schöner Aufguss darf nicht fehlen. Und dann entspannen wir erstmal. Also auf die Idee gekommen sind wir durch die Finnen. Die Finnen sagen ja, dass Sauna die Welt ein bisschen glücklicher macht. Und wir haben gesagt, wir holen einen Saunafloß hierher. Seitdem ist auch die Welt vieler Berliner glücklicher geworden. Der Sprung ins kalte Müggelseewasser ist nach dem Schwitzen ein Muss. Das ist herrlich. Endorphine gehen hoch, man hat die Abkühlung, man hat hier die Elemente, das Wasser, die Sauna, es ist total toll. Ein Birkenquass darf bei der finnischen Sauna nicht fehlen. Rebecca Lang beim Questen, das sanfte Abschlagen des Körpers mit Birkenreisig. Das ist eine Phytomassage. In den Birkenblättern stecken Saponin und ätherische Öle und die reinigen die Haut und entspannen die Muskulatur darunter und regen die Haut und das Bindegewebe an. Sehr gesund. Danach chillen an Deck mit Blick auf den Müggelsee. Berlin kann so schön sein. Wir treffen auf den letzten Berufsfischer am Müggelsee. Andreas Tamm und seine Tochter Maria. Ein Dreamteam beim Reusensetzen. So, jetzt jeder. Zack, jetzt kommst du hierher. Wenn du das nicht machst, dann kann das nicht gehen, Maria. Die fällt doch hinten wieder runter. Die ist Wenn du so langsam bist, halte ich hier fest, komm, ich nehme eine andere. Die müssen wir da auch verarbeiten. Halt die fest, halte ich hier fest. Seit mehr als 55 Jahren fischt Andreas Tamm auf dem Müggelsee. Tochter Maria ist in den Fischereibetrieb mit eingestiegen. Dicke Fische gibt es im Müggelsee allemal. Besonders begehrt der Aal. Das ist so die gängige Größe. Der ist nicht zu teuer, wenn er geräuchert ist. Und nicht zu klein. Nicht zu Können wir klein. schon mitnehmen. Ja. In der DDR-Zeit haben Aale Andreas Tamm viel Glück gebracht. Das war ein Türöffner. Da hat man dann für sein Auto ein Ersatzteil bekommen, entweder im Tausch oder eben im Verkauf. Da gab es den Farbfernseher, wenn man den brauchte, oder mal eine Tiefkühltruhe. Das war ja alles in der DDR-Mangelwirtschaft. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in der DDR eigentlich fast alles bekommen, was ich brauchte. Heute holen Maria und Andreas Tamm neben Aal, Karpfen, Zander und Hecht aus dem Müggelsee. Fangfrisch wird alles in Ransdorf verkauft. Bei Fischborke in Friedrichshagen gibt's auch lecker Fisch. Das Restaurant mit Biergarten und Imbiss ist ein beliebter Freizeittreff am Müggelsee. Ob zum Herrentag beim Anbaden oder zum Tagesausklang in der warmen Jahreszeit. Boote bringt man selbst mit oder man leiht sie vor Ort. Erzählt habe ich meiner Freundin vorhin, dass aus meiner Sicht, kann man jetzt natürlich noch nicht sehen um die Uhrzeit, der schönste Sonnenuntergang von Treptow-Köpenick ist. Also müsst ihr noch ein bisschen bleiben und dann werdet ihr das sehen. Das wollen wir jetzt aber genau wissen. Wow, das Warten hat sich gelohnt. Als nächstes sind wir an der Küste. Genauer gesagt an der Darß-Zingster Boddenkette. Sie gehört zum Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft und ist jedes Jahr im Herbst Schauplatz eines unglaublichen Spektakels. Bis zu 40.000 Kraniche fallen hier ein. Sie verschnaufen aus Skandinavien kommend auf ihrem Zug in den Süden. Und wir gehen auf Kranichtour. Doch mit welchem Schiff ist es am besten? Wir besteigen ein Seesboot in Zingst.
Mit diesen flachen Boddenseglern wurde früher gefischt. Heute sind Kranichkieker an Bord. So, wir fahren jetzt hier noch etwa eine halbe Meile hoch. Und dann suchen wir uns ein stilles Plätzchen, wo der Wind nicht so raschelt. Skipper Joachim Rathke kennt die besten Beobachtungsplätze. Also wer jetzt aussteigen möchte, der kann. Wasser geht bis hier. Aber hier unten sind mindestens 2 bis 3 Meter Schlamm. Das heißt, du sagst da unbedingt weg. Und deswegen kann man mit dem Seesboot hierher fahren. Man liegt praktisch wie im Bett drin, so, ne? Und dann kommen die Glücksvögel. Elegant im Flug. Eine Formation schöner als die andere. Sie nutzen die Lagunen der flachen Boddengewässer, um zu rasten und sich für den Weiterflug zu stärken. Zur gleichen Zeit sind auch Hirsche in der Boddenlandschaft unterwegs, auf dem Weg zu ihren Brunftplätzen. Was für ein Schauspiel! Jedes Jahr im September treffen sich die Seesbootbesitzer in der Darß-Zingster Boddenkette. Mehr als 110 gibt es in der Region. Uwe Grünberg gehört auch so ein Eichenholzschiff mit braunen Segeln. Sie sind Kulturgut. Diese tolle Landschaft, wo jetzt im Herbst wieder die Kraniche fliegen, wo die Hirschbrunft stattfindet und wir mittendrin. Die Seesboote gehörten früher zum Nationalpark und wir gehören heute auch zum Nationalpark. Eine Seesbootregatta ist das Highlight des Treffens. Wer einmal dabei war, kommt immer wieder. Auch Boddensegeln kann herausfordernd sein. Bei stürmischer See muss auf flache Stellen im Bodden und kabliges Wasser besonders Acht gegeben werden. Das glaubt man nicht, wenn man im geschützten Revier ist, im Zingster Strom, was hier draußen abgeht. Ne? Eine ganz andere Geschichte. Ne? Wir schauen bei der Regatta noch ein wenig zu, bevor unsere Wasserreise weitergeht. Wir bleiben in Mecklenburg-Vorpommern und paddeln auf der Müritz-Elde-Wasserstraße von Plau am See nach Schwerin. Kaum zu glauben, die Elde ist der längste Fluss Mecklenburg-Vorpommerns. Unsere Tour startet in Plau am See. Zuerst geht es durch die alte Hubbrücke in Richtung Schleuse. Die erste von 8 auf der ganzen Strecke. Hier arbeitet Schleusenwärter Detlef Dreier. Morgen, habe ich die ganze Schleuse für mich alleine? Ja. Das ist ja mal ein Service. Einmal auf Tal, einmal auf den grünen Knopf. Jetzt geht es abwärts, wie im Badenleben. Die nächste Schleuse hat dann 3 Meter Hub und die dann kommt, Bobzin hat 7 Meter. Die anderen Schleusen haben im Schnitt alle 3 Meter. Okay. Das ist nur Bobzin. Haben wir eigentlich extra für die Österreicher und Schweizer, dass sie auch eine Schlucht haben. Also, tschüss. Jo, tschüss, gute Fahrt. Fast 50 Höhenmeter geht es auf der Elde abwärts. Hinter Plau fließt sie ruhig und gemächlich durch Wald und Wiesen. Der Name Elde bedeutet so viel wie fließen oder strömen. Nach mehr als 10 Flusskilometern erreichen wir Bobzin. In einem Seitenarm der Elde liegt das alte Wasserkraftwerk.
Ein kleines Museum erzählt von Zeiten, als Bobzien noch ein bedeutender Knotenpunkt der Stromversorgung durch Wasserkraft war. Jeden zweiten Sonntag gibt's Gästeführungen mit Arno Pommerenke vom Verein Wasserkraftwerk Bobziener Schleuse. Anfang des 20. Jahrhunderts nahm der Bedarf an Transportkapazitäten auf der Elde dermaßen zu, dass die alte Elde, die ja sehr verschlungen durchs Gelände führte, das nicht mehr packte. Und deswegen hat das Reichsministerium des Innern beschlossen, die Elde teilweise zu begradigen. Von Bobzien geht's weiter auf der Elde nach Parchim. Früher mal Hansestadt überrascht der Ort heute mit einer Kulturmühle, direkt am Wasser, wo wir mit dem Boot anlegen. Wo einst Getreide zu Mehl verarbeitet wurde, gibt es heute ein Museum für Stadtgeschichte und ein kleines Theater. Ganzer Stolz von Schauspielerin Marlene Eiberger vom Staatstheater Parchim. Das ist schon was ganz Besonderes, was Seltenes. Also ich glaube, als Schauspieler, Schauspielerin ist das was Einmaliges. Und eben auch in so einer Stadt, wo man das nicht erwartet. Aber es ist in einer Kleinstadt und das ist großartig, das ist toll. Schön, wenn man liebt, was Mutter Natur einem gibt. Was kann ich dafür, dass du mich nicht... Vor allem für junges Publikum wird hier geprobt und gespielt. Hier ist das Schwein und das Stachelschwein lieber allein. Ohne dich will ich nicht, mit dir kann ich nicht sein. Hinter Parchim verlassen wir die Elde und fahren weiter auf dem Störkanal nach Schwerin. Auf dem Schweriner See geht's zum märchenhaften Schloss der Stadt. Was für ein schöner Abschluss dieser Wassertour. Als nächstes gibt es einen echten Geheimtipp. Die Weiße Elster in Thüringen. Wir fahren von Greiz nach Gera. Die Weiße Elster ist noch ein unentdeckter Fluss. Rund 60 Kilometer schlängelt sie sich durch ganz Ostthüringen, bis sie dann in Sachsen-Anhalt bei Halle in die Saale mündet. Los geht's in Greiz. Die Stadt im Vogtland hat gleich zwei Schlösser. Das untere am Fluss und das obere thront hoch oben über der Stadt. Schließlich regierten hier mal zwei Fürsten. Am Sommerpalais gibt es einen barocken Lustgarten mit wundervollen Blumenkunstwerken. Traumhaft schön. Der Blumengarten geht allmählich in einen Landschaftspark über, der sich bis in die Elsteraue erstreckt. Weiter geht's Richtung Wünschendorf. Dieser Flussabschnitt ist ein echtes Highlight. Und am Märchenwald bei Wünschendorf machen wir Halt. Auf keinen Fall vorbeifahren. Today was a fairy tale, you were the prince. I used to be a damsel in distress. You took me by the hand. Ein Wünschendorfer Mühlenbesitzer hatte Anfang des 20. Jahrhunderts die Idee für diese kunstvollen Wasserspiele. Today was a fairy tale. Na, schon einige Märchen erkannt? Today was a fairy tale. I wore a dress, you wore a dark gray t-shirt. You told me I was pretty when I looked like a mess. Today was a fairy tale. Und dann kommt auch schon in Gera der Stadtteil Unterm Haus. Dort treffen wir Stadtführer Alexander Jörg. Man kann dieses Wort eigentlich auch auseinanderpflücken und sagen unter dem Haus. Und die Gärschen haben immer so die
Eigenschaft, dass sie ihre Worte gerne zusammenziehen, damit es einfach leichter von der Zunge geht. Ein bisschen wegnuscheln. Ja. Genau, ein bisschen wegnuscheln. Und genau, aber eigentlich heißt es ja, dass wir uns hier unter dem Haus befinden, Schloss Osterstein, dem großen adligen Haus von damals. Und darauf bezieht sich dieser Begriff. Unterm Haus kann sich wirklich sehen lassen. Der historische Ortskern ist einen Stadtbummel wert. Ein Kleinod ist die Marienkirche. Jetzt sind wir in der Marienkirche angekommen. Das ist eine der schönsten, aber auch ältesten Kirchen, die wir in Gera haben. Das kostbarste Ausstattungsstück, das ist dieser spätgotische Flügelaltar. Und er zählt auch zu den ältesten, die wir hier in Gera haben. So kurz nach 1440 geweiht. Also wirklich ein beachtliches, erstaunliches Alter. Und es ist sogar eine Kantate für diesen Altar komponiert worden. Sehenswert ist auch das Geburtshaus des Malers Otto Dix. In Gera unterm Haus geboren ist er der berühmteste Sohn der Stadt. Sein Frühwerk ist im Geburtshaus ausgestellt. Und in der barocken Orangerie ist Otto Dix Spätwerk untergebracht. Auch hier unbedingt mal reinschauen. Wir verabschieden uns von Gera an der Weißen Elster und ziehen weiter nach Niederbayern an die Donau. Genauer gesagt ins Durchbruchtal der Donau in der Weltenburger Enge. Wir sind unterwegs von Kelheim nach Regensburg. Pascal Rössler ist schon die ganze Donau mit dem Subboard gepaddelt. Aber dieses Durchbruchtal liebt er besonders. Also das ist echt eine der schönsten Stellen an der Donau. Die Donau darf fließen, es ist ganz natürlich. Man hört nur das Wasser, das so ein bisschen plätschert. Und ich glaube, das tut der Seele relativ gut. Dieses Durchbruchtal ist nicht nur auf dem Wasser zu erleben. Hier führt auch einer der schönsten Wanderwege Deutschlands entlang. Vorbei an bizarren Felsen. Geformt vor mehr als 150 Millionen Jahren. Bis zum Kloster Weltenburg. Die älteste klösterliche Niederlassung Bayerns. Heute eine Benediktinerabtei mit Gästehaus und Brauerei. Da müssen wir unbedingt vorbeischauen. Bevor es zum Bier geht, lohnt ein Abstecher in die Klosterkirche St. Georg. Ein Meisterwerk des europäischen Barocks. Hier treffen wir Pater Michael. Wir haben ja zum Beispiel auch ein Gästehaus mit 100 Betten, wo während der warmen Saison sehr viele Wanderer einkehren und auch Pilger. Wir sind hier direkt am Jakobsweg. Wir gehören also zu den Unterkünften, wo man dann auch den Pilgerstempel bekommt. Jetzt aber in den Biergarten, wo es eines der besten Dunkelbiere der Welt geben soll. Darf ich mich zu euch setzen? Gerne. Ja, das ist doch super. Das ist gut. Mehrfach wurde das Dunkelbier ausgezeichnet. Uns schmeckt's. Weiter geht es auf der Donau, Richtung Befreiungshalle auf dem Michelsberg. Sie markiert die Einfahrt nach Kelheim. König Ludwig I. von Bayern hat die Befreiungshalle in Auftrag gegeben. Ein Monument für die siegreichen Schlachten gegen Napoleon in den Befreiungskriegen von 1813 bis 1815. Innen reichen sich 34 Siegesgöttinnen aus Marmor die Hände zum Reigen. Rebecca Seidel ist die Leiterin der Befreiungshalle. Die Befreiungshalle steht oft als Startpunkt oder Endpunkt für Wanderungen der Besucher, die dann immer die Tour von der Befreiungshalle nach Weltenburg beinhaltet. Und die meisten fahren dann mit dem Schiff zurück oder zuerst nach Weltenburg. Und dadurch ist die Befreiungshalle natürlich in vielen Wanderungen integriert. Mit dem Subboard geht es weiter bis nach Regensburg.
Hier wird die Donau breit und für große Schiffe befahrbar. Die Steinerne Brücke in Regensburg, Wahrzeichen der Stadt und Weltkulturerbe. Ein Meisterwerk mittelalterlicher Baukunst. Hier endet unsere Donautour. Wir sind noch einmal in Thüringen. Diesmal an der sogenannten Saale-Kaskade, am Hohen Wartestausee und Bleilochstausee, Thüringer Meer genannt. Deutschlands größte Stauseeregion. Auf dem Hohen Wartestausee wollen wir ein Hausboot mieten. Ich habe 15 PS Außenborder, der ist führerscheinfrei zu fahren in Deutschland. Ja. Alles, was größer ist, bräuchten die Leute dann Bootsführerschein und das haben die wenigsten. Auch wir haben keinen Bootsführerschein. Glück gehabt. Los geht's auf den 27 Kilometer langen Hohen Wartestausee. Sieht ein bisschen aus wie in einer skandinavischen Fjordlandschaft. Das Saalewasser ist aber deutlich wärmer als im Fjord. Der Nachbarstausee ist mit 28 Kilometern noch länger. Wir sind an der Bleilochtalsperre. Die beeindruckende Staumauer ist 65 Meter hoch. Hier arbeitet Thomas Bayer. Er leitet gleich mehrere Talsperren in Thüringen. Wir sind mit ihm in den Katakomben der Bleilochtalsperre verabredet. Hier gibt es unzählige Messgeräte. Es riecht feucht und modrig. Hier und da fließt ein bisschen Wasser durchs Gemäuer. Ein solch gewaltiges Bauwerk ist nicht hundertprozentig dicht. Wir sprechen davon, dass es technisch dicht ist. Das heißt, einige wenige Liter pro Sekunde auf dieser gewaltigen Fläche und mit diesem großen Druck finden tatsächlich ihren Weg durch die Mauer. Das wird aber auch rund um die Uhr überwacht. Und wir reden hier über einen Bereich von 1, 2 oder 3 Litern pro Sekunde auf einer 65 Meter hohen Staumauer mit dem gewaltigen Stausee dahinter. 1932 wurde die Bleilochtalsperre für die Energiegewinnung gebaut, an der heute gerne gefeiert wird. Sterne. SMS. Sonne, Mond und Sterne heißt das Open-Air-Festival bei Saalburg am Bleilochstausee. Eines der größten elektronischen Events in Europa. Jedes Jahr im August lassen es Techno-Fans so richtig krachen. Feiern bis zum Umfallen. Mehr als 40.000 Techno-Begeisterte waren das letzte Mal hier. Von Thüringen geht's weiter nach Sachsen-Anhalt, an die Unstrut zwischen Nebra und Freiburg. Wir sind am Unterlauf des Flusses. Die Unstrut schlängelt sich hier in großen Schleifen durch altes, geschichtsträchtiges Land. Vorbei am Kloster Memleben, wo vor über 1050 Jahren Kaiser Otto der Große starb. Sein Herz soll hier begraben sein. Noch viel älter ist der Sensationsfund auf dem Mittelberg, die Himmelsscheibe von Nebra aus der frühen Bronzezeit. Sie hat das Unstrutland weltberühmt gemacht. Ein Abstecher in die neu eröffnete Arche von Nebra, ein Muss. Hier dreht sich alles um die 3600 Jahre alte Darstellung kosmischer Phänomene. 60.000 Besucher schauen jedes Jahr vorbei. Zurück auf der Unstrut lassen wir uns weiter im Fluss der Zeit treiben. Es geht Richtung Vietzenburg, dem Neo-Renaissance-Schloss auf dem Ronneberg. Hoch oben über der Unstrut. 2013 wurde es aus dem Dornröschenschlaf gerissen. Regisseur Detlef Buck entdeckt das Schloss als spektakuläre Kulisse für gleich 4 Kinofilme.
4 Folgen der Kinderfilme Bibi und Tina entstehen hier. Und das ist einfach ein schöner Platz, ein schöner Ort. Von 2013 bis 2016 wurde hier gedreht. Hier hast du fast wie so ein Studio, so ein kleines Studio, wo du rein und raus gehen kannst, wie du das jetzt gerade richtig ist für den Film. Und das ist ideal. Die Vietzenburg macht Filmkarriere. Kein Wunder bei der Traumkulisse. Zurück auf der Unstrut paddeln wir weiter nach Freiburg. Und schon wieder eine Burg, diesmal aus dem frühen Mittelalter. Wir sind auf Schloss Neuenburg und genießen einen super Panoramablick auf die Stadt. Und Sightseeing lohnt sich hier wirklich. Schließlich steht in der Freiburger Innenstadt die kleine Schwester des berühmten Naumburger Doms. Die Marienkirche mit einem Riemenschneideraltar. Drumherum gibt's jede Menge Weinberge mit steilen Terrassen, Trockenmauern und Weinberghäuschen. Toskana des Nordens wird die Unstrut-Region auch genannt. Wir kehren ein in einer Straußwirtschaft und probieren die edlen Tropfen der Region. Es gibt dieses Sprichwort, wenn Sträußchen hängt, wird ausgeschenkt. Und das war früher, vor über 1000 Jahren, das Zeichen dafür, dass man beim Winzer einkehren konnte und dort einen edlen Tropfen Wein bekommt. Uns hat der Wein geschmeckt. Wassertouren, die Sie kennen sollten. Wir verlassen Sachsen-Anhalt und sind nochmal in Bayern unterwegs. An der Altmühl, Bayerns langsamster Fluss. Von Solnhofen bis Dollenstein ist der Flussabschnitt besonders schön. Hier stoßen wir auf Klopfgeräusche. 5 Hobbysteinbrüche gibt es im Altmühltal. Ein Eldorado für Fossilienjäger. Vor Jahrmillionen war das Altmühltal vom Jurameer überdeckt. Viele versteinerte Schätze entstanden. Das weltweit berühmteste Fossil, das hier gefunden wurde, ist der Urvogel Archaeopteryx. Schau mal, immer wo du solche lange mal drüber, solche Huppel hast, kann sein, dass innen drin was eingeschlossen ist. Wir geben uns mit kleinen Funden zufrieden. Ah, da haben wir doch was gefunden. Hier ist ein kleiner Ammonit. Ein fossiler Kopffüßer. Das Geozentrum in Solnhofen zeigt in seiner Ausstellung viele fossile Schätze. Ein Babykrokodil. Oder ein Langschwanzflugsaurier. Und natürlich den Urvogel Archaeopteryx. Auch in einer Computeranimation zu bewundern. Zu den landschaftlichen Highlights an der Altmühl gehören die 12 Apostel. Markante Felsformationen, die Landschaftsführerin Laura Ersfeld besonders mag. 12 Apostel, weil es 12 Felsformationen sein sollen. Aber also ich tue mich da immer ein wenig schwer beim Zählen, muss ich ehrlich sagen. Ich finde da immer keine 12. Es sind mal mehr und mal weniger, je nachdem. Wir haben auch nicht nachgezählt. Denn es gibt hier so viel zu entdecken. Atemberaubend die Ausblicke ins Flusstal. Ich finde, wenn man sich dann auf die Felsen stellt und so in die Ferne schaut und in den Himmel schaut, dann fühlt man sich da auch dem Himmel ein Stück näher. Wirklich ein himmlisches Fleckchen Erde. In den urigen Wäldern des Altmühltals gibt es viele Höhlen. Das Silberloch bei Essing ist eine der imposantesten Höhlen der Fränkischen Alb. Wir sind verabredet zu einer Höhlenexkursion. Ohne Klettergurt, Helm und Stirnlampe darf hier keiner rein. Das Silberloch ist keine öffentliche Höhle und nur in Begleitung zu betreten. So, wir sind jetzt am Nadelöhr angekommen. Tut mir den Gefallen, legt euch hin und geht
in die niedrigste Position, lasst den Kopf unten, weil sonst schaut euch die ganze Zeit oben an den Stalagniten den Kopf an und geht zügig hintereinander weg, aber trotzdem den Abstand lassen, dass die Füße vom Vordermann euch nicht in den Kopf, ins Gesicht schlagen. Beweglichkeit und Nervenstärke sind gefragt. Geht es für dich? Jetzt immer nach links rüber, an die linke Wandseite, bis oben hin und dann geht rechts weiter. Besonders knifflig der Geburtskanal. Ein 10 Meter langer, glitschiger Schacht, der irre eng ist und senkrecht nach oben verläuft. Es ist ein Junge. Cool, also Geburtskanal war auf jeden Fall mal ein Erlebnis. Das Altmühltal in Bayern. Eine Tour, die es in sich hat. Als nächstes sind wir an der Elbe. In Schleswig-Holstein geht's von Lauenburg nach Hamburg. Wir sind an Bord der Kaiser Wilhelm, ein Schaufelraddampfer, der noch mit Kohle befeuert wird. Einer der letzten weltweit. Bevor es überhaupt losgeht, muss Lukas Neumann kräftig einheizen. Dann steht man alle 3 Stunden auf und guckt. Also dann hier mitten in der Nacht noch mal runter, dann klingelt der Wecker alle paar Stunden und dann muss man noch mal gucken. Ein schwimmendes technisches Denkmal, das ganz gemütlich auf der Elbe fährt. Höchstgeschwindigkeit gerade einmal 15 Stundenkilometer. Naturbeobachtungen sind da gut möglich. Die 12 Besatzungsmitglieder auf der Kaiser Wilhelm arbeiten alle ehrenamtlich. Markus Reich ist der Kapitän an Bord. Es ist auf der einen Seite eine Ehre, so ein schönes altes Schiff fahren zu dürfen. Man ist so, ich bin Lauenburger, ich habe als Kind schon dieses Schiff liegen sehen, hätte mir damals nicht erträumt, dass ich jemals dieses Schiff tatsächlich fahre. Bis zu 270 Passagiere kann die Kaiser Wilhelm mitnehmen. Herrliche Gegend ist das hier, ja, die Elbe ist ganz toll und es ist eine sehr, sehr schöne Naturgegend hier, deshalb fahre ich sehr gerne hier, ja. Das Elbtal ist eines der unberührtesten Lebensräume Norddeutschlands. Seit 2002 von der UNESCO als Biosphärenreservat geschützt. Auenland, das vom Hoch- und Niedrigwasser der Elbe lebt. Hier finden viele Tiere einen Rückzugsort. Auch der Biber ist wieder zahlreich. Vor 30 Jahren war er an der Elbe fast verschwunden. Wir kommen an die Schleuse Geesthacht. Ab hier beginnt die sogenannte Tide-Elbe, die von den Gezeiten der Nordsee beeinflusst wird. Die Fahrt in die Schleusenkammer. Eine kleine Herausforderung. Man weiß, dass das doch etwas schwieriger ist, dieses Schiff zu fahren und dementsprechend behandeln uns die anderen doch schon mit Respekt. Und dann sind wir in Hamburg. Westlich der Landungsbrücken machen wir einen Abstecher nach Strand Pauli. Hier kann man herrlich chillen und den Tag bei einem Cocktail ausklingen lassen. 15 verschiedene gibt es im Angebot. Da fällt die Entscheidung wirklich schwer. Am besten laufen tatsächlich die Beach-Klassiker, Kaipi, Mojito, auch der Liebe am Strand, den er hier gerade gerührt hat, gemixt hat für uns. Liebe am Strand, das klingt doch gut. Wir kommen an die Bode und sind unterwegs vom Quellgebiet in Niedersachsen bis nach Weddersleben in Sachsen-Anhalt. Die Bode hat gleich 2 Quellflüsse unweit des Brockens, die kalte und die warme Bode, die sich später zur Bode vereinigen.
Wir sind im Nationalpark Harz und machen eine Flusswanderung. Mit dabei ist Naturwächter Dirk Gronowski. So ein belebendes Element lockert den Wald einfach auf. Jetzt ist der Zaunkönig da, der hier singt, so gerade so wunderschön. Also es ist einfach auch vom Landschaftsbild, es ist einfach eine Freude, hier entlang zu gehen. Die Bode macht streckenweise viel Getöse und hat einen besonderen Bewohner, die Wasseramsel. Ein Singvogel, der schwimmen und tauchen kann. Dirk Gronowski beringt regelmäßig den Wasseramselnachwuchs im Nationalpark. Wenn Sie unter Wasser tauchen, Tauchgänge bis 15 Sekunden sind möglich, verschließen Sie Ihre Ohren ganz aktiv und auch die Nasenlöcher werden verschlossen. Also Tauchgänge sind ohne weiteres möglich. Wasseramseln schwimmen und tauchen, bevor sie überhaupt fliegen können. Also ich fühle mich mindestens genauso wohl, genauso zu Hause, wie die Wasseramsel das tut an der Bode. Es geht weiter entlang der Bode zur Talsperre bei Königshütte. Hier wird die Bode angestaut. Die Staumauer ist 18 Meter hoch und 108 Meter lang und gehört zum Rappbode-System. Kurz danach kommt Altenbrack, ein Luftkurort mit Forellenzucht an der Bode. Die Forellen schwimmen hier gegen den Strom. Das bringt festes Fleisch bei den Fischen, die langsam wachsen dürfen. Wir treffen Jörg Handschak, der stolz auf seine Bodeforellen ist. Vor ungefähr 45 Jahren haben wir hier angefangen, die Halle zu bauen, weil wir eben hier dieses saubere, klare Bodewasser haben in einer Menge, wo man eben Forellen produzieren kann. Die Forellen vermarktet Jörg Handschak vor allem in Gasthäusern der Region. In seinem Hofladen sind aber auch Forellenleckereien zu bekommen. Der schönste Teil des Bodetals befindet sich zwischen Treseburg und Thale, immer entlang des Harzer Hexenstiegs. Viele Dichter wie Goethe, Heine oder Fontane waren hier schon unterwegs und haben von der wildromantischen Schönheit der Bode geschwärmt. Auf der Rosstrappe bei Thale ist der sagenumwobene riesige Hufabdruck zu bewundern. Und vom über 400 Meter hohen Granitfelsen hat man den spektakulärsten Blick ins Bodetal. Danach verlässt die Bode den Harz und erreicht die Teufelsmauer am südlichen Rand von Weddersleben. Eine bizarre Felsformation aus Sandstein. Entstanden vor Jahrmillionen. Als der Harz sich hob, wurden diese Steine senkrecht gestellt. Auf einer Länge von 20 Kilometern. Wow! Viele Sagen und Geschichten ranken sich um die Teufelsmauer. Die zu erzählen haben wir leider keine Zeit. Es geht weiter. An die Oker. Auch sie entspringt im Harz. Wir besuchen sie bei der Talsperre Altenau und fahren bis nach Braunschweig. Die Oker überrascht mit vielen Gesichtern. Einmal am Tag schwillt der ruhige Wasserlauf zu einem reißenden Fluss an. Bis zu 1 Meter kann das Wasser steigen. Das geschieht immer dann, wenn die Harzwasserwerke Wasser aus der Talsperre bei Altenau entlassen. Das ist der Moment für Mette Krippendorf und Friedhof Mähler, begeisterte Wildwasserfahrer, die sich startklar machen für eine Flussfahrt mit Nervenkitzel. Im ersten Moment ist es teilweise gruselig, wenn man es noch nie gemacht hat. Aber wenn man es häufiger gemacht hat, dann macht es eigentlich, finde ich, mehr Spaß. Halt, man rutscht halt und dann fliegt man ein kleines Stückchen.
Das Okertal bei Altenau gehört zur beliebtesten Wildwasserstrecke Norddeutschlands. Wer hier fährt, sollte sich gut vorbereiten und immer gucken, wo Steine liegen. Nichts für schwache Nerven. Zu viel Mut ist auch nicht gut, weil man sollte es halt schon fahren können. Also nicht sinnlos riskieren. Im Unterwasser liegen überall Steine. Man sollte sich schon halbwegs sicher sein, dass man fahren kann. Und dann ist es noch ein bisschen Überwindung. Wir schauen den Wildwasserfahrern noch ein bisschen hinterher und reisen weiter flussabwärts nach Wolfenbüttel. Die Stadt an der Oker lässt sich am besten auf dem Wasser erkunden. Michael Stier bietet Stadtrundfahrten auf dem Board an. Er selbst nennt sich Okerpirat. Das macht Spaß, ja. Ja, wir ziehen mal den Kopf ein, ne? Ja, und wir kitzeln an die Füße ein bisschen, ne? Und immer schön locker ein bisschen in die Knie, nicht so steif. Ihr habt die ganze Nacht gelegen, bewegt euch ein wenig. Und wer eine Kopflampe hat, setzt sie jetzt schon auf. Wer Angst vor Spinnen hat, macht die Augen zu. Und die Köpfe richtig runter. Drauf aufs Wasser. Und durch. Klein Venedig in Wolfenbüttel. Juhu! Naja, mutig müssen Sie nicht sein, sondern Sie müssen kontaktfreudig zu Wasser sein, ne? Am Ende jeder Wasserstadtrundfahrt gibt's eine Stärkung. Natürlich Flüssignahrung. Kommt zusammen! Ich habe ein kleines Häppchen mitgebracht. Na dann, Prost. Wir sind aber noch nicht fertig mit unserer Wassertour und fahren nach Braunschweig. Die ehemalige Hansestadt liegt auch an der Oker. Wir besuchen das Theaterfloß von Arne Schönfeld. So, dann könnt ihr an Bord kommen. Freie Platzwahl, ja. Nebeneinander oder gegenüber, beides hat Vorteile. Gegenüber kann man flirten, nebeneinander kann man fummeln. Der Braunschweiger Humor ist gar nicht so verkappt, wie viele denken. Und jetzt Bühne frei. Manchmal ist das Leben ganz schön leicht. Paar Planken überm Wasser und das reicht. Wenn ich mit diesem Floß losfahr, dann ist die Welt ganz einfach. Die Autos stehen im Stau, ich fahr vorbei. Alle Ampeln grün, die Bahn ist frei. Wenn ich mit diesem Floß losfahr, mitten durch die Stadt. Wassertouren, die Sie kennen sollten. Wir machen eine Radtour entlang der Weser, von Hannmünden bis zur Porta Westfalica. Los geht's am Weserstein, wo Werra und Fulda sich küssen. Genau hier entsteht die Weser, aus dem Zusammenfluss von Werra und Fulda. Wir sind in Hannmünden, ein Fachwerk-Idyll mit eindrucksvoller Weserrenaissance. Hier ist der Start unserer Weserradtour. Vorher gibt's aber noch einen Abstecher in ein unscheinbares Museum in einer Seitenstraße der Stadt. Dr. Wolfs Wunderkammer. Ein Kuriositätenkabinett, das ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Über 2000 Sammlerstücke gibt es hier. Eins verrückter als das andere. Ein schönes Stück ist hier unsere Laterna Magica. Dr. Wolf persönlich führt durchs Kabinett. Sammeln ist was ganz Problematisches. Man sollte wissen, worauf man sich einlässt. Irgendwann steht man dann halt da und kann entweder ein Museum eröffnen oder ja, die Wohnung ist halt voll. Von Dr. Wolfs Wunderkammer geht's auf den Weser-Radweg. Rund 200 Kilometer sind es bis zur Porta Westfalica. In Hemeln setzen wir mit einer Gierseilfähre über die Weser und wechseln dabei das Bundesland von Niedersachsen nach Hessen. Die Fähre ist an einem Drahtseil aufgehängt und fährt ganz ohne Motorkraft, nur mit der Flussströmung. Und das schon seit 650 Jahren.
Es geht durchs Weserbergland, immer am Fluss entlang. Der Weserradweg, einer der schönsten Flussradwege in Deutschland. In Bad Karlshafen besteigen wir den Weser Skywalk, eine Aussichtsplattform mit tollem Weserblick. Das ist jetzt Nordrhein-Westfalen. Weiter geht's vorbei an Weltkulturerbestätten, wie das 1200 Jahre alte Kloster Corvey, das linksseitig der Weser liegt. In der Weserkurve bei Rhein-Leifzen dann unbedingt Rast machen. Noch ein bisschen warten, muss erst fest werden. So, was kommt jetzt hier auf die Pommes? Der Weser-Imbiss von Ulrike Seilbüchler und Team ist ein legendärer Boxenstopp für Biker und Radfahrer. Zweimal Seelachsbrötchen. 4 €. Die Hütte immer brechend voll. Wenn ich zum Beispiel sehe, es kommen jetzt 10 Biker, 12 Biker, Fahrradfahrer von allen Seiten, dann denke ich halt, jetzt alles hochdrehen, ganz ruhig bleiben, Wurst auflegen, Pommes rein, arbeiten und nicht nachdenken und nicht in die Masse gucken, weil dann werde ich nervös. Ulrike Seilbüchler und ihre Familie sind ein eingespieltes Team. Hungrig ist hier noch keiner weggefahren. Unsere nächste Station am Weserradweg ist Hameln. Die Geschichte vom Rattenfänger hat die Stadt weltberühmt gemacht. Die Altstadt, ein weiteres Juwel der Weserrenaissance. Ein Stadtbummel lohnt sich. Der Sage nach soll der Rattenfänger von Hameln 130 Kinder aus der Stadt entführt haben, weil ihn die Stadtväter um seinen Lohn prellten. Wir kommen ans Ziel unserer Flussradtour, die Porta Westfalica mit dem Kaiser-Wilhelm-Denkmal. Sie markiert den Durchbruch der Weser zwischen Weser- und Wiengebirge. Ab hier fließt der Strom ins norddeutsche Tiefland. Und jetzt geht's ganz in den Norden, nach Schleswig-Holstein ans Wattenmeer. Wir sind auf der Nordseeinsel Föhr. Noch scheint der Mond. Also auf dem Hinweg, nach einer Stunde ungefähr, wird die Sonne aufgehen und dann gucken wir mal. Hier vorne ein bisschen vorsichtig. Wir starten zu einer Wattwanderung mit Wattführer Matthias Hansen. Es ist morgens um 4 vor Sonnenaufgang. Das frühe Aufstehen lohnt sich. Das kalte Nordseewasser ein echter Wachmacher. Vor allem für die, die barfuß sind. Die sollten beim Laufen auf dem Meeresgrund besonders Acht geben. Die Hälfte läuft ungefähr barfuß. Und sonst ist es leider so, durch die Austern, die sich jetzt hier zunehmend im Watt verteilen, da ist es immer übel, wenn man da reintritt und wirklich sich einen Schnitt abholt. Und dir macht das gar nichts? Ja, du musst aufpassen, dass du da nicht wirklich reintrittst. Für diesen Augenblick nimmt man vieles in Kauf. Sonnenaufgang über dem Wattenmeer. Ein Gänsehautmoment. Eine Wassertour im Watt sollte man niemals allein unternehmen. Unsere Wanderung hat 4 Stunden gedauert und war wunderschön. Aber nicht nur bei Ebbe ist das Wattenmeer reizvoll. Bei Flut lohnt eine Kutterfahrt. Der Blick in die Nordsee ist spannend. Und wer ganz genau wissen will, wer da krabbelt, kommt auf seine Kosten. Krabbenmännchen von Krabbenweibchen zu unterscheiden, ist nämlich gar nicht so einfach. So eine Kutterfahrt ist etwas für die ganze Familie. Wir bleiben noch ein bisschen auf Föhr und gehen nochmal aufs Wasser. In Wiek bietet Claudia Buchert Yoga auf dem Board an.
Schiebt euch nach oben, Spannung im Bauch halten und dann in den herabschauenden Hund. Puh. Und auch hier wieder mit der nächsten Einatmung das linke Bein jetzt nach oben nehmen in den dreibeinigen Hund. Bloß nicht schlapp machen, immer schön ausbalancieren. Das Heldengefühl danach ist unbeschreiblich. Wir verlassen das Wattenmeer und kommen nach Baden-Württemberg. An den Neckar. Wir sind unterwegs im unteren Teil des Flusses zwischen Haßmersheim und Ladenburg. In Haßmersheim gibt's das kleinste Fahrgastschiff am Neckar, die Patriot. Da müssen wir an Bord. Auf, Männer, einsteige. Klar, grüß dich. Alle an Bord? Alle an Bord. Frauen sind hier natürlich mit gemeint. Am Neckar gibt es viel zu entdecken. Tolle Natur, Berge und Bogen und eine 2 Kilometer lange Wasserskistrecke, eine der wenigen auf deutschen Binnengewässern. Hier geht's richtig ab. Dann nehmen wir Kurs auf Heidelberg. Die alte Brücke aus rotem Sandstein ist schon von weitem zu sehen. Sie verbindet die historische Altstadt mit dem gegenüberliegenden Neckarufer seit 1788. Und die älteste Universitätsstadt Deutschlands ist nach wie vor bei Touristen aus aller Welt beliebt. Mehr als 1 Million Besucher sind jedes Jahr hier. Wir verlassen Heidelberg. Wir wollen zu einer echten Attraktion am Neckar, und zwar in Ladenburg. So etwas Ähnliches fährt doch sonst nur in einem James-Bond-Film rum, oder? Diese kuriosen Schwimmwagen haben zwar weniger Hightech, sind aber trotzdem beliebt. Ein Fan ist Hans-Joachim Bethke vom Verein Amphicar Rhein-Neckar. Ja, das ist der offizielle Name, Amphicar, Amphibienfahrzeug, und wurde mit ganz viel Enthusiasmus in den 60er Jahren tatsächlich umgesetzt. Und wenn du lange Amphicar fährst, dann kommst du immer irgendwann mal zu der Überzeugung, es ist die Mischung aus einem schlechten Boot mit einem schlechten Auto. Cool ist es trotzdem. Vor allem beim Wechsel von Wasser an Land. Wir bleiben in Baden-Württemberg. Unsere nächste Wassertour startet im Goldkanal am Rhein, der größte Baggersee Baden-Württembergs. Seinen Namen bekam er in den 30er Jahren, als hier tatsächlich nach Rheingold gesucht wurde. Die Mengen waren aber zu gering. Der Goldkanal wurde zur Kiesgrube. Heute ist er Naherholungsgebiet. Also für mich ist es jedes Mal, wenn ich hier rausfahre, ein unglaubliches Freiheitsgefühl. Auch mit Freundschaft verbunden, mit ganz vielen tollen Erinnerungen von der Kindheit an bis heute. Christoph Manz paddelt hier gern mit dem Wanderkajak. Wenn man so sieht, könnte man wirklich nicht glauben, dass es ein Baggersee ist. Und er ist schon da schön eingebunden in die Rheinauen und hat auch viele Tierarten. Der Baggersee ist 2 Kilometer lang und 1 Kilometer breit. Ein Teil davon gehört zu Frankreich. Das ist eine wunderschöne kleine Ferieninsel und die gehört zu Frankreich und ist verpachtet, ich glaube, an einer Rastatter Familie, schon jahrzehntelang. Das war früher ein Bunker und die haben dann auf den Bunker drauf ein Haus errichtet. Ein ehemaliger Westwall-Bunker der Nazis. Doch das ist lange Geschichte. Hey! Alle 2 Jahre wird am Goldkanal kräftig gefeiert. Das Paddlerfest des Paddelclubs Illingen. Legendär das Wettrennen der Mannschaftskanadier. Christoph Manz kämpft im Team der Sumpfbrüder. Da kommt richtig Stimmung auf.
Wenn du hier wirklich ins Ziel einfahrst, das ist ein wahnsinns emotionales Gefühl. Das ist unglaublich. Und das ist jetzt 36 Jahre lang. Und jedes Jahr ist man wieder angespannt. Geile Party, geile Stimmung. Paddlerfest alle 2 Jahre ist Ausnahmezustand. Wir würden gerne noch bleiben, müssen aber weiter. Wir sind auf dem Wasser quer durch Deutschland unterwegs, von Ost nach West. Und machen als nächstes Halt an der Lahn. Wir befahren den rheinland-pfälzischen Flussabschnitt bis Lahnstein. Die Lahn ist ein gemütlicher Fluss und ein Geheimtipp, abseits der großen touristischen Wassersportreviere. Bei Balduinstein ist Schleusenwärter Christoph Tschech gerade auf dem Weg zur Arbeit. Sehr schön hier an der Lahn. Ja, ich genieße. Für mich eine Erfüllung hier, zu arbeiten und zu wohnen. Ja. Christoph Tschech fährt zur Schleuse Kramberg. Ich bin halt ein glücklicher Mensch. Kein Wunder bei so viel Idylle am Fluss. Christoph Tschech muss sich ranhalten, die ersten Boote warten schon. Hi, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Christoph. Und Wiese. Und Sprühsport machen, vor den Schleusen, ne? Ja, genau. Ja, wann geht's los? 10 Uhr, wie immer. Ja, ich mach gleich auf. Mach's gleich auf, gut. 11 Schleusen gibt es auf der Lahn in Rheinland-Pfalz. An der Schleuse Kramberg ist Christoph Tschech sein eigener Herr. Er macht alles klar zum Schleusen. So, ich fange jetzt an zu schleusen, ne? Ich mach Schützen auf. Fast 5 Meter geht es hier abwärts. Hier, das ist sehr abwechslungsreich, weil wir haben einen Einzelarbeitsplatz. Wir machen alles selber hier, ne? Alle Tätigkeiten. Ob das die Wartung, die Pflege, ja, alles das Drumherum, was zum Schleusen gehört, das machen wir halt selbst. Ne? Der Flussabschnitt hinter der Schleuse Kramberg ist besonders schön. Hier fließt die Lahn ganz ruhig. Es geht vorbei an Wäldern und Wiesen. Für Naturliebhaber ein Muss. Hier stimmt noch alles, hier stimmt noch die ganze Natur. Hier ist alles noch im Einklang. Auch das Wasser ist hervorragend. Da sind Teichmuscheln drin, da gibt es noch Krebse drin, die man sonst auch nirgendwo mehr findet. Die Bootsfreunde müssen es ja wissen. Schließlich sind sie seit Jahrzehnten auf der Lahn unterwegs. Wir kommen am Kloster Arnstein vorbei. Regelmäßig finden hier Mittelaltermärkte statt. Ins Leben gerufen von Gabi Fischer und dem Verein Peregrini. Das Marktspektakel soll an die 900 Jahre alte Geschichte des Klosters erinnern. Unser Ziel ist, Arnstein zu helfen, zu fördern. Leute, kommt hierher, es ist ein ganz besonderer Ort. Ja, es ist einfach Liebe. Zu diesen Kunsthandwerkermärkten kommen Besucher weit über den Rhein-Lahn-Kreis hinaus. Es sind nicht Händler hier, es sind Freunde und Freundinnen, die hierher kommen. Nach dem Motto, hier ist es so schön und Sie wissen, wir sind ein kleiner Verein. In jeder Vollmondnacht findet auf Kloster Arnstein ein literarisches Konzert statt. Ansonsten ist die Klosterkirche ein besonderer Ort der Einkehr. Gabi Fischer kümmert sich darum, dass die Kirche geöffnet ist und Kerzen für die Gäste da sind. Wenn man in diese Klosterkirche reinkommt, die spricht einem an und sagt, ey, hier ist ein guter Platz, hier kannst du zur Ruhe kommen. Nach so viel Ruhe geht's wieder auf die Lahn. Wir kommen vorbei an der Burg Nassau, der mittelalterlichen Stadtmauer von Dausenau. Es geht immer weiter Richtung Lahnstein.
Kurz vor der Mündung in den Rhein windet sich die Lahn in großen Schleifen durch die Landschaft. Wir sind in Lahnstein angekommen, wo unsere Wassertour endet und die nächste gleich wieder beginnt. Und zwar am Rhein, genauer gesagt im oberen Mittelrheintal. Wir wandern von Lahnstein flussaufwärts nach Kaup. Dieser Rheinabschnitt ist Weltkulturerbe. Wer auf dem Rheinsteig entlang wandert, trifft alle paar Kilometer auf eine Burg. Nirgendwo sonst auf der Welt gibt es so viele wie hier. Zeitzeugen der Ritterzeit und Rheinromantik pur. Die einzige nie zerstörte Höhenburg am Mittelrhein ist die Marksburg. Über 800 Jahre alt. Hier schauen wir mal rein. Diese Kanonen schossen 1000 Meter weit. In Friedenszeiten nutzte man sie zum Salutschießen, wenn hohe Herrschaften vorbeikamen. Die Rheinseite wechselt man am besten mit der Fähre, denn Brücken gibt es auf 90 Kilometern keine einzige. Wir machen Station in Boppard, eine alte Reichsstadt, heute Luftkurort in Rheinland-Pfalz. Dieses Fachwerkhaus von 1519 ist das älteste der Stadt und lädt zu einem Kaffee ein. Hoch hinaus geht es mit einem Sessellift mit Blick auf die größte Rheinschleife. Und dann kommen wir zum Lorelei-Felsen. Am Schluss wohnt sie dort ganz allein. Ein Mädchen wie der Sonnenschein. Du musst einfach zu ihr gehen, nur um sie dir anzusehen. Lorelei, Lorelei, lockt die Männer schnell herbei. Wir nähern uns mit dem Schiff. Für Rheinkapitäne nicht ungefährlich. Gerade jetzt hier die Gebirgsstrecke, die ist relativ knifflig, sagen wir mal. Ja? Untiefen, Felsen, die im Wasser lauern, deswegen auch die Legende der Lorelei. Und vor allen Dingen sehr hohes Schifffahrtsaufkommen. Ja? Da muss man herrlich aufpassen. Meine ganze Familie war schon auf dem Fluss. Meine Großeltern, meine Eltern. Weiter geht's nach Kaup mit Burg Pfalz-Grafenstein. In Kaup gibt's das größte Weinanbaugebiet am Mittelrhein und irre steil dazu. Auf ein Schlückchen Rheinwein sollte man hier unbedingt einkehren. Weinhäuser gibt es genug. Eins gehört Peter Bahles, ein Familienbetrieb mit Tradition. Zum Riesling oder Grauburgunder gibt's Leckereien aus der Rheinländer Küche. So. Das ist was ganz Regionales, also angemachter Frischkäse. Da hat jedes Haus ein eigenes Rezept, das gebe ich natürlich jetzt auch nicht preis. Bratene Blutwurst, das gibt es nicht nur als Flöns in Köln, nein, das gibt es auch bei uns hier selbstverständlich. Ja. Und Wurstsalat, Bratkartoffeln, das ist eigentlich der Klassiker hier. Guten Appetit! Burgen, Wein, gutes Essen, da fällt es schwer weiterzureisen. Wir kommen ins Ruhrgebiet, zum Baldeneysee in Nordrhein-Westfalen. Dieser Ruhrstausee wurde gebaut, als hier noch Zechen standen. Ein Freizeitparadies südlich von Essen, wo sich die Menschen vom Alltag im Pott erholen können. Angestaut wurde der See Anfang der 1930er Jahre, als die Wasserversorgung im Ruhrgebiet durch Stahlwerke und Zechen knapp wurde. Heute gibt es Rundwege zum Radfahren und Wandern am Baldeneysee. Viel Wassersport und sogar eine Regattastrecke.
Als das Ruhrgebiet 2010 Kulturhauptstadt wurde, schuf der Essener Künstler Christoph Hildebrandt dieses Uhrenkunstwerk am Regattaturm. 20 Uhren liefen unterschiedlich schnell und abends waren sie beleuchtet. Ein Hingucker am Baldeneysee. Man weiß ja auch nie genau, was passiert. Ja? Man guckt hin und läuft die eine gerade langsam, geht sie gleich los, plötzlich gehen alle los, plötzlich gehen sie rückwärts. Die kann man nicht einfach nur an- und ausstellen, ja, oder schnell und langsam, sondern die müssen wie ein Tier eigentlich beschleunigen und kommen sozusagen in Bewegung auf Tempo und müssen auch entsprechend wieder abbremsen. Ja? Und auch das trägt, glaube ich, zu dieser Faszination bei. Über 10 Jahre gab es das Uhrenkunstwerk am See. 2022 war Schluss. Schade eigentlich. Beständig am Baldeneysee ist die Villa Hügel mit ihrer riesigen Parkanlage. Hier lebte bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges die Industriefamilie Krupp. Heute ist die Villa ein Konzerthaus und Museum. Als Alfred Krupp ab 1870 diese Villa bauen ließ, gab es den Baldeneysee noch gar nicht. Das Wohnhaus mit seinen 269 Zimmern lag hoch über dem Ruhrtal. Für den Bau des Sees brauchte man aber Ländereien von Krupp. Die Familie überließ sie erst, als man ihr versicherte, dass der See von der Villa aus zu sehen ist. Mit dem Auszug der Familie Krupp wurde der Hügelpark für alle zugänglich. Zum Tagesausklang machen wir noch eine Sunset-Tour auf dem Baldeneysee. Die Stimmung ist gut und der Sonnenuntergang wird auch schön. Die besten Plätze gibt's natürlich an Deck. Jetzt aber auch hingucken. Recht viel, weil wir beide ja nach hinten gucken können. Und war wunderschön, war richtig schön. Ich habe mich angenehm unterhalten, es war eine schöne Atmosphäre, es war schöne Musik. Ahoi, Baldeneysee. War toll hier. Wir bleiben in Nordrhein-Westfalen und besuchen im Münsterland das Zwillbrocker Fenn. Dieser morastige Tümpel lockt Besucher aus der ganzen Welt an. Was gibt's da bloß zu gucken? Es sind halt große, tolle, bunte Vögel und macht rein optisch Freude, sie wiederzusehen, weil es sind ja auch Gäste auf Zeit, nicht? Biologe Dietmar Ickemeyer erwartet jedes Frühjahr Flamingos. Ja, Sie haben richtig gehört. Chile-Flamingos und rosa Flamingos mitten im Münsterland. Die nördlichste Brutkolonie der Welt. Wie haben die sich hierher verirrt? Ende der 70er Jahre gab es Zeiten, wo Kommunen Tierparks hatten. Und da wurden Vögel angesiedelt, auch Flamingos. Und so sind Flamingos halt mal weggeflogen. Als Gruppe en bloc, Ende der 70er Jahre tauchten die hier auf. Und seit 82 brüten die hier und seitdem ist die Welt hier voll in Ordnung. Eine Sensation, über die das WDR-Fernsehen 1988 erstmals berichtet. Wir trauten unseren Augen nicht, als wir diese Vögel sahen. Flamingos. Ein Hauch von Südsee und Palmen im regenverwöhnten Münsterland. Heute kann man die Tiere entlang einer Flamingo-Route erleben. Ein Radweg, der das Brutgebiet im Zwillbrocker Fenn mit den Überwinterungsgebieten im holländischen Eiselmeer und der Rheinmündung verbindet. Also die Flamingo-Route ist 450 Kilometer lang und läuft durch Deutschland und die Niederlande. Das heißt, man ist mal in Deutschland, mal in den Niederlanden, hat eine andere Landschaft, hat viele Naturschutzgebiete auf dem Weg. Die haben wir versucht miteinander zu verbinden. Bis zu 80 Flamingos brüten jedes Jahr im Zwillbrocker Fenn. Das flache Wasser ist ideal, um die Jungtiere großzuziehen und auf das Flamingoleben vorzubereiten.
Wir schauen noch in der biologischen Station Zwillbrock vorbei. Ein Flamingo-Kuscheltier ist ein tolles Souvenir. Unsere letzte Wassertour führt uns an den westlichen Rand von Deutschland. Wir paddeln auf der Mosel von Trier nach Koblenz. Startpunkt ist die Römerbrücke in Trier, die älteste Brücke Deutschlands und wieder ein Weltkulturerbe, an dem wir entlangfahren. Hinter Trier wird es langsam bergig. Das Weinland beginnt. Das Moseltal mit seinen großen Schleifen ist wirklich eines der imposantesten Flusstäler Europas. Ein Weinstädtchen schöner als das andere. Da fällt die Entscheidung für eine Rast schwer. Die Doppelstockbrücke in Bulley. Danach ist es nicht mehr weit nach Traben-Trabach. In der Doppelstadt an der Mosel machen wir Halt. In Traben gibt es viele Jugendstilvillen. Bei den Details an den Fassaden lohnt es sich genauer hinzuschauen. Wie bei der Villa Hüsgen von 1904. Trabach liegt auf der anderen Moselseite. An dieser Burgruine mit Biergarten gibt es einen tollen Blick auf die Doppelstadt. Drumherum die Weinberge. Die vorherrschende Rebsorte ist hier der Riesling. 25 Winzer leben in Traben-Trabach. Wir besuchen die Steillagen von Bernd Thomas. Zur Traubenlese packen Freunde und Familie mit an. Das ist halt immer ein bisschen, das ist natürlich der Nachteil von der Drahtanlage, dass man halt immer ein bisschen schräg steht. Seit dem Mittelalter wird an der Mosel Riesling angebaut. Riesling ist eigentlich eine sehr junge Rebsorte. So um 14. Jahrhundert ist die entstanden. Das ist eine Wildrebe, Ja. eigentlich entstanden im Rheinischen und ist dann später hier rüber gewandert. Ist so eine Kreuzung aus mehreren Wildreben. Ja, und dann hat man irgendwann erkannt, dass der Riesling sich hier auf diesen nördlichen Anbaugebieten, auf diesem Schieferboden am besten entwickelt. Und die anderen Rebsorten sind danach einfach verdrängt worden. Nach diesem Geschichtsexkurs geht's wieder aufs Wasser. Zwischen Trier und Koblenz gibt es 7 Bootsgassen, in denen man Schleusen umfahren kann. Was für eine Gaudi! Dann erreichen wir die Matthiaskapelle in Kobern-Gondorf. Ein wirklich mystischer Ort. Erbaut als Aufbewahrungsort für die Reliquie eines Kreuzritters. Tatsächlich hat er auf dem Rückweg von diesem Kreuzzug auch die Kopfreliquie des heiligen Matthias mitgebracht, die im Anschluss auch dann, ich glaube, so etwa 130 Jahre hier in dieser Kapelle aufbewahrt worden ist. Wir verlassen den heiligen Matthias und kommen ans Ziel unserer Reise, nach Koblenz. Am deutschen Eck mündet die Mosel in den Rhein. Das war unsere Wasserreise quer durch Deutschland. Zum Eintauchen und zum Abtauchen. An über 20 Gewässern waren wir unterwegs. Und vielleicht war ja auch eine Wassertour dabei, die Sie unbedingt mal machen wollen.